João Hernandes, ein Obdachloser, träumte von einem schnell fahrenden Bus, der Dutzende von Passagieren transportierte. In seinem Traum sah er Menschen um Hilfe rufen, während andere regungslos am Boden lagen. Belebt von Mut und den lebhaften Details seines Traums, trotzte er dem Skeptizismus und der lächerlichen Verachtung und wurde als der Verrückte vom Busbahnhof bezeichnet. Während er versuchte, zu verhindern, dass seine Vision Wirklichkeit wurde, pulsierte die Stadt mit dem Geräusch von Autos, dem Gewirr der Menschen und dem Duft von Straßenessen in der Luft. Doch in den Schatten des Busbahnhofs stach ein Mann gegen die städtische Kulisse hervor. João, mit seinem zerzausten Bart und den vom Alter abgenutzten Kleidern, betrachtete die Welt um sich herum mit tiefen, müden Augen. Er war wie ein Geist, anwesend, aber unsichtbar für die meisten gehetzten Menschen. João war seit 20 Jahren obdachlos. Er hatte das Leben auf der Straße nicht gewählt, aber aufgrund unsicherer Entscheidungen hatte ihn das Leben dorthin geführt. Bevor er als João, der Obdachlose, bekannt wurde, hatte er eine Familie, einen Job und Träume. Doch das Leben, mit seinen unerwarteten Wendungen, führte ihn auf einen Weg des Verlusts und der Enttäuschung. Jetzt war sein Zuhause eine Gasse, geschützt von einem abgenutzten Vordach, und seine Matratze bestand aus einem Haufen Kartons. Mit rauen Händen hielt er ein altes Gefäß fest und hoffte auf ein paar Münzen der Güte. Aber mehr als das suchte er etwas Unfassbares: Verbindung und Menschlichkeit. Fragmentierte Erinnerungen an eine vergangene Zeit tanzten in seinem Kopf und erinnerten ihn an glücklichere Zeiten, an ein Leben, das nicht mehr seins zu sein schien. Plötzlich kam eine Gruppe Jugendlicher lachend vorbei und zeigte auf ihn. Einer von ihnen, mutiger, trat sein Becher aus den Händen, wodurch die wenigen Münzen auf den Boden fielen. »Geh arbeiten, du Faulenzer«, rief der junge Mann, während seine Freunde lachten und ihren Weg fortsetzten. João, an solche Demütigungen gewöhnt, senkte einfach den Kopf und sammelte seine Münzen mit stiller Würde auf. Aber in dieser Nacht war etwas anders. Eine Unruhe wuchs in ihm, das Gefühl, dass etwas Großes bevorstand. Er wusste es noch nicht, aber sein Leben und das vieler anderer standen kurz vor einer Veränderung für immer. Und alles würde mit einem Traum beginnen. Während die Nacht hereinbrach, leerte sich der Busbahnhof allmählich vom Tagesrummel. João fand eine geschützte Ecke unter einer der Wartebänke. Er wickelte sich in seine abgenutzte Decke und schloss die Augen. Der Tag war lang gewesen und er sehnte sich nach einer kurzen Ruhepause. Aber das Universum hatte andere Pläne für ihn. Während er schlief, quälte ihn etwas. Er murmelte und war unruhig. Anfangs war es nur ein Summen, wie das entfernte Geräusch eines Motors. Aber schnell verwandelte sich das Summen in das ohrenbetäubende Brüllen eines schnell fahrenden Busses. In seinem Kopf sah João sich auf einer einsamen Straße am Horizont stehen. Ein Bus näherte sich und seine beleuchteten Fenster enthüllten die erschrockenen Gesichter der Passagiere, die die drohende Gefahr zu spüren schienen. Der Bus beschleunigte und João konnte den Boden unter seinen Füßen vibrieren spüren. Er versuchte zu schreien, zu warnen, aber kein Ton kam aus seinem Mund. Und dann, in einem Moment erschreckender Klarheit, sah er das Kennzeichen des Busses FDR 9087 in leuchtenden Buchstaben auf einem Schild vor der Windschutzscheibe. Es stand in leuchtenden Buchstaben Belo Horizonte, wechselnd zwischen Ziel- und Abfahrtszeit, 8 Uhr und 15 Minuten. Alles war deutlich, als ob es in seinem Kopf eingraviert wäre. Der Aufprall des Busses war erschütternd. Das Geräusch von verdrehtem Metall, zerbrochenem Glas und Schreien hallte in seinen Ohren wieder. Und dann, genauso plötzlich wie es begonnen hatte, wurde alles still. João wachte keuchend auf, als er das Hupen eines Autos auf der Straße hörte. Sein Herz schlug unkontrolliert in seiner Brust. Der Traum war so real, so lebhaft, dass er den Geruch von Rauch und Benzin in seiner Nase spüren konnte. Er wusste in seinem Inneren, dass das nicht nur ein Traum war. Es war eine Warnung. Mit Entschlossenheit und Mut stand er auf, packte seine Decke und ging in Richtung der Abfahrtsplattformen. Er musste diesen Bus finden. Er musste die drohende Tragödie verhindern. Es war bereits Morgen geworden und daher hatte er nur wenig Zeit. Die Ankündigungen von Abfahrten und Ankünften hallten durch die Lautsprecher, vermischten sich mit den Gesprächen der Reisenden. João, mit pochendem Herzen und dem Bild des Schildes in seinem Kopf, durchstreifte die Gänge auf der Suche nach dem Bus nach Belo Horizonte. Dort war er, auf dem Bahnsteig 7, bereit zur Abfahrt. Die Uhr im Busbahnhof zeigte 8 Uhr, nur 15 Minuten vor der Zeit, die er in seinem Traum gesehen hatte. Ohne zu zögern, lief João auf den Bus zu, seine Stimme voller Verzweiflung und Besorgnis. Er begann zu schreien, dass niemand in diesen Bus einsteigen solle.
Die Passagiere, überrascht, sahen ihn mit verschiedenen Ausdrücken von Verwirrung, Angst und Ärger an. Der Fahrer, ein Mann mit ernstem Gesichtsausdruck, kam aus seiner Kabine und runzelte unzufrieden die Stirn. Verärgert fragte er Joao arrogant: »Was glaubst du, was du hier tust, du Penner? Geh weg, bevor ich Sicherheitskräfte rufe.« Joao ließ sich nicht einschüchtern und versuchte weiter zu erklären, dass er eine Vision gehabt hatte und dass dieser Bus einen schweren Unfall haben würde. Er beschrieb ausführlich seinen Traum und flehte sie an, ihm zu glauben. Er zeigte auf das Schild und das angegebene Ziel und sagte, dass es genau das sei, was er in seinem Traum gesehen hatte. Ein Murmeln der Unruhe durchlief die Passagiere. Einige sahen Joao mitleidig an, andere ängstlich. Eine Mutter umarmte ihr Kind enger, während ein älteres Paar besorgte Blicke austauschte. Aber viele schüttelten einfach den Kopf und verachteten die Worte des Obdachlosen. Der Fahrer, langsam die Geduld verlierend, rief Sicherheitskräfte herbei, die Joao gewaltsam entfernten. Joao versuchte zu widerstehen. Seine Augen flehten die Passagiere an, ihm zuzuhören. Einige Passagiere, beeinflusst von Angst und Zweifel, begannen auszusteigen, lieber die Reise zu verpassen, als ihr Leben zu riskieren. Aber nicht alle waren überzeugt. Der Fahrer, vor Wut schnaubend, stieg in die Kabine und startete den Motor, entschlossen, die Reise fortzusetzen. Joao beobachtete mit schwerem Herzen, wie der Bus abfuhr, die Schicksale aller an Bord mit sich nehmend. Während die Sonne ihre goldenen Strahlen über die Stadt warf, war der Busbahnhof bereits voller Aktivität. Unter den morgendlichen Reisenden stach ein junger Mann heraus, mit zerzaustem Haar und auf sein Smartphone fixierten, aufmerksamen Augen. Er hatte die gesamte vorherige Szene eingefangen. Die greifbare Verzweiflung von Joao, das Zögern der Passagiere und die unerschütterliche Entschlossenheit des Fahrers. Schnell lud er das Video in sozialen Netzwerken hoch mit der Überschrift: Man versucht, die Reise zu verhindern. Held oder Verrückter? Es dauerte nicht lange, bis das Video Aufmerksamkeit erregte. Innerhalb weniger Stunden wandelten sich die anfänglich nur ein paar hundert Aufrufe schnell in Tausende um. Die Stadt war gespalten. Einige sahen Joao als Visionär, jemanden mit einer besonderen Gabe, der versuchte, Leben zu retten. Andere belächelten ihn und nannten ihn den Verrückten vom Busbahnhof und wiesen seine Handlungen als die eines Aufschneiders auf der Suche nach Aufmerksamkeit zurück. Während der Tag fortschritt, wurde die Geschichte von Joao zum Hauptthema. Blogs, Nachrichtenwebsites und digitale Einflussnehmer teilten und kommentierten das Video. Heftige Debatten entstanden. War es möglich, dass Joao wirklich eine Vorahnung hatte? Oder war alles nur eine Inszenierung? Gegen Mittag war der Busbahnhof voll von Reportern und neugierigen Menschen, alle auf der Suche nach dem jetzt berühmten Seher vom Busbahnhof. Aber Joao, unbehaglich mit all der Aufmerksamkeit, war in den Schatten der Stadt verschwunden, auf der Suche nach Zuflucht vor den Augen der Öffentlichkeit. Der junge Kameramann war jedoch im Mittelpunkt des Interesses, er erzählte von seiner Erfahrung und beschrieb die Intensität des Moments. Er sprach über die Dringlichkeit in Joaos Stimme, das Verhalten des Fahrers, die geladene Atmosphäre und die geteilte Reaktion der Passagiere. Die Stadt war in Aufruhr und Joaos Vorahnung war zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit geworden. Der Nachmittag verstrich und eine Atmosphäre steigender Spannung umgab die Stadt. Der Busbahnhof von Belo Horizonte war besonders belebt. Reporter mit ihren Kameras und Mikrofonen positionierten sich strategisch, wartend darauf, die Passagiere des Busses zu interviewen, der zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit geworden war. Schließlich war dies der Bus, vor dem Joao, der Hellseher des Busbahnhofs, gewarnt hatte. Während die Uhr tickte, gab es keine Anzeichen für die Ankunft des Busses, der gegen 18:00 Uhr eintreffen sollte. Die ersten Zweifel begannen unter den Reportern und Neugierigen aufzukommen. Vielleicht hat der Hellseher Unrecht und der Bus ist nur wegen des Verkehrs spät dran. Einige flüsterten, andere, skeptischer, lachten offen, bereit, Joao und seine Vorahnung zu diskreditieren. In den sozialen Medien wuchs der Spott. Viele posteten Memes und Witze über Joao und verspotteten seine Vorhersage. Wo ist die Katastrophe, die der Hellseher des Busbahnhofs vorhergesagt hat? Einige verspotteten. Die Spannung war offensichtlich und der Busbahnhof wurde zu einem Topf widersprüchlicher Emotionen. Aber je mehr Stunden vergingen und der Bus nicht ankam, desto mehr änderte sich die Atmosphäre. Was zuvor Spott war, wandelte sich in Besorgnis. Die Reporter, die zunächst auf eine leichte Geschichte gewartet hatten, schauten nun gespannt auf ihre Telefone, um Updates zu erhalten. Dann kam die Nachricht.
Ein lokaler Fernsehsender unterbrach sein reguläres Programm, um Luftaufnahmen von einem Unfall auf der Straße nach Belo Horizonte zu übertragen. Der Bus, identifiziert durch das Kennzeichen FDR 9087, lag umgestürzt da, umgeben von Rettungsteams. Die Reporterin vor Ort bestätigte, was alle befürchteten. Es war der Bus, vor dem João gewarnt hatte. Eine Grabesstille ergriff den Busbahnhof. Die Späße und das Gelächter von vor wenigen Augenblicken schienen eine ferne Erinnerung zu sein. Joaos Vorahnung hatte sich unglücklich bewahrheitet. Während Rettungsteams daran arbeiteten, den Überlebenden zu helfen, versank die Stadt in Schock und Nachdenklichkeit. João, der Obdachlose, der von vielen verspottet wurde, hatte eine Tragödie vorausgesagt, die nun alle in Trauer und Ungläubigkeit vereinte. Die Frage, die in der Luft lag, lautete: Wie wusste er das? Die Lichter des Busbahnhofs von Belo Horizonte leuchteten hell und spiegelten die Aufregung und Unruhe wider, die den Ort beherrschten. Die Nachricht verbreitete sich schnell und eine Menschenmenge versammelte sich, wartend auf Updates über die Passagiere, und versuchte das Unerklärliche zu verstehen. In der Busbahnhofshalle übertrugen Bildschirme die Nachrichten live. Die Bilder zeigten die laufende Rettungsaktion mit Rettungssanitätern und Feuerwehrleuten, die unermüdlich arbeiteten, um Leben zu retten. Bei jedem geretteten Überlebenden durchlief ein kollektives Seufzen der Erleichterung die Menschenmenge. Doch bei jeder Bestätigung eines verlorenen Lebens legte sich eine schwere Stille über sie. Die Reporterin vor Ort nannte die Zahlen der 25 Passagiere an Bord. Nur 11 hatten überlebt. Zusätzlich zu den Überlebenden, die im Bus waren, wurden 15 Personen gerettet, die sich entschieden hatten, nach Joaos Warnung auszusteigen. Dies waren die Leute, die nach Joaos Warnung beschlossen hatten, aus dem Bus auszusteigen. Die Tragweite von Joaos Vorahnung wurde mit diesen Zahlen noch deutlicher. Ohne sein Eingreifen hätte die Zahl der Verluste viel höher sein können. Während die Stadt trauerte und die Schwere der Situation verarbeitete, begann ein wachsendes Gemurmel durch den Busbahnhof zu gehen, mit Fragen nach Joaos Aufenthaltsort. Der Mann, der diese Tragödie vorausgesagt hatte, war verschwunden, fast zu einem Geist geworden. Einige sagten, sie hätten ihn in einem nahegelegenen Park gesehen, während andere glaubten, er habe die Stadt verlassen, aus Angst vor Repressalien. Die Passagiere, die Joaos Warnung gehört und beschlossen hatten, ihre Reise abzubrechen, kehrten zum Busbahnhof zurück, um ihre Erfahrungen mit den Reportern zu teilen und João Nacional für seinen Mut und seine Heldentat zu danken. Die Stadt war gespalten, viele sahen João als Helden, während andere ihn immer noch als Betrüger betrachteten. Aber inmitten des Chaos tauchte eine vertraute Figur aus den Schatten auf. João, mit seinem zerzausten Bart und müden Augen, betrat den Busbahnhof. Die Menge verstummte augenblicklich. Mit belegter Stimme sprach João über seine Vision, erklärte, wie ihm das Bild des Unfalls im Traum erschienen war. Ergriffen drückte er seine tiefe Trauer über die verlorenen Leben aus und seine Dankbarkeit gegenüber denen, die seine Warnung gehört hatten. Er suchte keine Anerkennung, nur Verständnis. Die Nacht schritt voran, und die von Tragödie und Mysterium erschütterte Stadt versuchte, einen Sinn für das Unerklärliche zu finden. Und im Zentrum von allem stand João, der Seher des Busbahnhofs, ein einfacher Mann, der mit seiner Vorahnung das Schicksal vieler veränderte. Die Geschichte von João überschritt schnell die Grenzen des Landes. Internationale Zeitungen, Fernsehsendungen und digitale Influencer aus aller Welt begannen, seine unglaubliche Vorahnung zu behandeln. Joaos Fähigkeit, ein so tragisches und spezifisches Ereignis vorherzusehen, faszinierte die Vorstellungskraft von Millionen. Einige nannten ihn den Propheten der Straßen, während andere ihn als einen heiligen Anwärter betrachteten. Aus der ganzen Welt kamen Menschen in die kleine Stadt, in der Hoffnung, João zu treffen und seinen Segen zu erhalten oder vielleicht eine Vision ihrer eigenen Zukunft zu erhalten. Die Kapelle, die João oft besuchte, die früher ein stiller Rückzugsort war, wurde zu einem Wallfahrtsort. Viele brachten Geschenke, Briefe und Gaben mit, um sich bei João für seinen Mut zu bedanken und um seinen Rat zu suchen. Unter all den Augen, die auf ihn gerichtet waren, war der überraschendste Moment für João noch bevorstehend. Eines Tages, während er sich in der Nähe der Kapelle ausruhte, näherte sich ihm eine Familie. Es waren vertraute Gesichter, obwohl sie lange Zeit aus seinem Blickfeld verschwunden waren. Seine Augen füllten sich mit Tränen, als er seine jüngere Schwester erkannte, nun eine erwachsene Frau, begleitet von ihren eigenen Kindern. Joaos Familie, von der er sich aufgrund schmerzhafter Umstände getrennt hatte, hatte ihn endlich gefunden. Das Wiedersehen war von Emotionen geprägt.
Herzhafte Umarmungen, Tränen und Gelächter hallten durch die Luft. In diesem Moment erkannte João, dass ein neuer Abschnitt seines Lebens kurz bevorstand. Mit der Unterstützung der Familie und der Güte derer, die von seiner Reise berührt waren, verließ er die Straßen hinter sich, fand ein Zuhause und begann den Wiederaufbauprozess. Jetzt umgeben von Zuneigung und Anerkennung. Nachdem Sie Joaos Geschichte gehört haben, würden wir gerne wissen, wären Sie unter den Passagieren dieses Busses gewesen, hätten Sie nach der Warnung ausgestiegen? Oder hätten Sie die Reise fortgesetzt? Teilen Sie uns Ihre Entscheidung in den Kommentaren mit. Außerdem möchten wir gerne Ihre Gedanken zu dieser Erzählung erfahren und aus welcher Stadt Sie uns begleiten. Vergessen Sie nicht, uns ein Gefällt mir zu geben und unseren Kanal zu abonnieren, um gemeinsam eine Gemeinschaft zu bilden, die sich dem Teilen inspirierender Geschichten widmet. Vielen Dank fürs Zuschauen.